Das ist wirklich unglaublich. Der grüne Politiker Hofreiter beschimpft live bei Markus Lanz den linken Politiker Jan van Aken und plädiert auf die totale Aufrüstung für Deutschland und für Europa. Warum, erfährst du gleich hier in diesem Video. Und warum der Startschuss gefallen ist von Frau von der Leyen, siehst du hier. Denn wie ich es in den letzten Videos schon erwähnt habe, es ist ein 800 Milliarden Euro Paket gefordert von der von der Leyen, von den EU-Staaten, damit wir was nochmal genau machen können. Schau dir das gerne mal an. Damit könnten die Mitgliedstaaten ihre Unterstützung für die Ukraine massiv ausbauen. Sie sagt weiter, wir werden weiterhin eng mit unseren Partnern in der NATO zusammenarbeiten. Dies ist ein Moment für Europa und wir sind bereit, uns zu engagieren, sagte Frau von der Leyen. Wir wollen jetzt direkt reingehen in das Video. Lass mir unbedingt deine Meinung dazu da. Ich finde es sehr verstörend, dass es von einem grünen Politiker kommt, dass er für die volle Aufrüstung ist. Wieso, wirst du gleich sehen, obwohl die grünen Politiker ja eigentlich nicht dafür sind. Aber anscheinend sind es dann doch die größten Kriegstreiber überhaupt. Habe ich irgendwas verpasst? Schau dir das an und lass mir deine Meinung dazu da. Glauben wirklich, Herr von Aken, dass Russland, das damals eine mit mehreren 100 Milliarden Euro gefüllte Kriegskasse gehabt hat, das massiv aufgerüstet war, dass wenn man der Ukraine keine Waffen zur Verfügung gestellt hätte, und deshalb die russische Armee innerhalb dann wirklich von 14 Tagen die Ukraine erobert hätte. Das ist doch Quatsch. Doch ohne Waffen, ohne das. Keine einzige Waffe ist in 14 Tagen da gelandet. Das wissen Sie doch genauso. Doch, die sind da gelandet. Also wenn man die nicht zur Verfügung gestellt hätte, also wenn man die, entschuldigen Sie, wenn man die nicht zur Verfügung gestellt hätte, dann wären die russische Armee durchmarschiert. Dann glauben Sie, dass nach einem Ölembargo sich die russische Armee, nachdem sie das gesamte Ukraine erobert hätte, wieder zurückgezogen hätte? Also das ist ja an Naivität kaum zu überbieten. Ganz kurz, stopp. Genau. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo. Also, echter Wahnsinn. Die Leute richtig confused hier, richtig verwirrt, das Ganze. Also die Angst anscheinend bei dem grünen Politiker ist enorm, Leute. Heftig, jawohl. Das ist nämlich die größte Gefahr von den grünen Politikern und vor allen Dingen auch von der von der Leyen anscheinend, dass der böse Russe nach Deutschland, nach Europa weiter einfällt. Also, das ist wirklich sehr zu hinterfragen, das Ganze. Wobei wir ja wissen, und du auch, wenn du mir schon länger folgst und das Video von gestern gesehen hast, was nämlich die USA und auch der Wladimir Putin, der russische Aggressor sozusagen, eigentlich vorhat. Aber dazu vielleicht später noch mal mehr. Schauen wir uns das gerne weiter an. Die Russen einen Vorteil. Die Russen haben einen Vorteil bei all dem, was ballistische Raketen und Marschflugkörper anbelangt. Ich gebe nur mal ein Beispiel. Wir haben in Deutschland 8 Patriot-Batterien. Wenn Sie die gut positionieren, sind Sie in der Lage, Berlin zu schützen. Keine andere deutsche Stadt... Vor Luftangriffen. Vor ballistischen Raketen. Ja. Vor ballistischen Raketen. Keine andere deutsche Stadt könnte vor ballistischen Raketen geschützt werden. Also, Luftverteidigung. Das ist unsere Fähigkeit. Wir haben 8 Patriot-Batterien. Wir könnten Berlin schützen, aber Hamburg schon nicht mehr, München nicht mehr, Köln nicht mehr. Also diese Sendung würde dann hier nicht mehr stattfinden. Landstudio ist weg. 8 Patriot-Batterien. Für Berlin allein. Nee, wir haben nur 8 Patriot-Batterien in der Bundeswehr. Ich weiß, aber brauchen Sie 8 für Berlin? Ich gehe mal davon aus, bei der Größe der Stadt. Um das einigermaßen gut zu schützen, nehmen Sie noch eine zweite Großstadt dazu. Aber wir haben in Deutschland, wie viel haben wir? Wir haben 5 oder 6 Millionen Städte. Die kriegen Sie alle nicht geschützt. Punkt. Das ist natürlich auch schon lange bekannt. Die Bundeswehr hat sich natürlich unwissentlich selbst abgeschafft. Die Politik der letzten Jahrzehnte hat dazu ganz kräftig beigetragen, meiner Meinung nach. Und was die Frau Ursula von der Leyen jetzt will, das erklärt uns hier nochmal diese Dame. Königin Ursula mit ihren 800 Milliarden, also das hat mich auch heute sehr überrascht. Ich bin da vorhin schon ein bisschen vorgeprescht mit dem, was mich hier an Zahlen überrascht hat. Also sie ist ja ein bisschen bekannt dafür, immer Milliarden zu versprechen für alle möglichen Dinge. Und man weiß dann nie so richtig, was hinterher bei rauskommt. Also ich finde das ein bisschen schwierig. Ich finde das schwierig. Ich finde es auch aus demokratischen Gesichtspunkten schwierig.
dürfen die Europäer da auch mitreden, wofür das Geld verwendet wird? Wofür ist das jetzt genau? Brauchen wir das eigentlich? Ja, aber wofür genau? Ja, das ist total interessant. Was Sie beide hier gerade abbilden, ist exakt die Diskussion, die ich letzte Woche mit Bodo Ramelow hatte. Ich sage, wir brauchen das für Verteidigung. Und er sagt, wofür genau? Und das ist genau sozusagen Ja, es ist ja nicht so, dass wir nichts ausgeben. Die kritische Position, genau, die dann, deswegen fragte ich, wem kann man das und wie sozusagen verkaufen? Würden Sie, Herr van Aken, würden Sie im Parlament, im Bundestag mitstimmen, wenn es um die Frage geht, irgendwie großes Sondervermögen oder Schuldenbremse reformieren zugunsten von Aufrüstung? Ich frage mich die ganze Zeit, wofür. Also, ja, da können Sie jetzt lachen. Aber, das ist die Position, genau. Ich gucke mir die realen Zahlen erstmal an. Die realen Zahlen sind, die europäischen NATO-Staaten, und das haben wir ja schon im November gesagt, als klar war, Trump wird gewählt, und haben uns das angeguckt, die europäischen NATO-Staaten geben jedes Jahr 430 Milliarden Dollar für Verteidigung aus. 430 Milliarden, Deutschland ist ein Teil davon. Nur die Europäer, ne? Ohne die Amerikaner. So, und Russland gibt jedes Jahr 300 Milliarden aus. Das ist schon kaufkraftbereinigt. Also das ist schon mit eingerechnet, dass ein Stück Brot oder ein Panzer billiger ist in Russland. So, das heißt, wir haben ein Verhältnis von 430 zu 300. So, da sage ich erstmal, hört sich doch echt gut an, 430 zu 300. Wovor muss ich mir jetzt eigentlich Sorgen machen? Jetzt kommt natürlich dazu, dass einige europäische Staaten ganz stark auch auf Weltmacht gesetzt haben, auf Auslandseinsätze. Also auch die Bundeswehr hat Waffensysteme, die braucht es nicht für die Verteidigung gegen Russland. Also irgendwelche Fregatten, die 365... Welche? Da kommt die kritische Nachfrage von der anderen Seite. Fregatten F-125, die ist so konzipiert und deswegen auch so teuer, weil sie 365 Tage keinen Heimathafen anlaufen braucht. Das brauche ich nicht auf der Ostsee. Das brauche ich, weil ich irgendwo am anderen Ende der Welt Krieg führen möchte. Und da sage ich, also Sie dürfen sofort, Herr Masala. Wir können gerne über Verteidigung reden. Ich finde, wir brauchen eine EU- und Landesverteidigung. Dafür braucht es auch eine Bundeswehr. Aber im Verhältnis von 430 zu 300 haben wir auf jeden Fall schon genug Geld im Topf, und der muss auch für die richtigen Dinge ausgegeben werden und eben nicht für so einen Weltmachtanspruch, den finde ich falsch. Und deswegen sehe ich überhaupt nicht, woher jetzt diese irrwitzigen Summen kommen von 500 Milliarden, 800 Milliarden. Das sind doch alles aus dem Hut gezogene Zahlen, die für mich auf dem realen Boden überhaupt keine Begründung haben. Anton Hofreiter hat gerade mehrfach energisch mit dem Kopf geschüttelt. Und noch ein schönes Zitat, geht leider auf Ihre Kosten, Herr van Aken. Er sagt, die Linke lebt, was Verteidigung angeht, im letzten Jahrhundert. Wie ist das gemeint? Die 430 Milliarden sind aus dem letzten Jahr. Also vielleicht erst mal zu den Zahlen. Das kann man nüchtern betrachten. Ungefähr ist es gleich auf. Und des Weiteren muss man sich halt darüber im Klaren sein. Wir wollen, dass Russland nicht auf die Idee kommt, nachdem sie die Ukraine angegriffen haben, nachdem sie Krieg in Georgien geführt haben, nachdem sie Syrien bombardiert haben, nicht auf die Idee kommen, wirklich ein weiteres europäisches Land anzugreifen, so wie sie es vorhaben. Und dafür brauchen wir eine konventionelle Abschreckung. Moment. Die Russen haben vor, weitere Länder in Europa anzugreifen? Wo steht das? Wer sagt das? Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Und diese konventionelle Abschreckung muss so glaubwürdig sein, dass Putin gar nicht erst in die Versuchung kommt. Nämlich mir geht es nicht darum, und mit Ihren Zahlen haben Sie recht, vielleicht gewinnen wir am Ende einen langen Krieg zwischen Europa und Russland. Aber ich will diesen Krieg gar nicht, sondern ich will, dass die Europäische Union so aufgestellt ist, dass Russland gar nicht erst diesen Krieg anfängt. Wenn Sie den Krieg dann am Ende gewonnen haben, ist es immer noch besser, als ihn zu verlieren. Aber ich will Frieden haben in Europa. Und dafür braucht man eine effiziente Abschreckung. Und das ist das, was Sie nicht einsehen und verstehen wollen. Nämlich zwischen Gorbatschow und Putin ist einfach ein unendlicher Unterschied. Richtig. Mit Gorbatschow musste man so verhandeln und konnte so verhandeln, dass man auf vertrauensbildende Maßnahmen gesetzt hat und auf Abrüstung. Mit so jemand wie mit Putin, und deswegen sagte ich im letzten Jahrhundert, da musst du auf Abschreckung setzen, weil nicht jeder Konflikt gleich ist. Wenn man sich die Friedensforschung anschaut, dann weiß man, dass Konflikte unterschiedlicher Natur gibt. Und das hier ist ein Konflikt, den ich nur dann aus der Eskalationsspirale rauskomme, wenn ich nicht mit Appeasement reagiere, sondern wenn ich eigene Stärke habe. Und wir wollen aus der Eskalationsstruktur raus und wir wollen, dass es Frieden
in der EU erhalten bleibt und Frieden gibt. Und dafür brauche ich Stärke. Nicht mit jemandem wie mit Putin kannst du nur sozusagen auf Augenhöhe verhandeln. Und das, was Sie vorschlagen, nicht Gorbatschow, er ist noch nicht mal Brezhnev. Und das, was Sie vorschlagen, ist Europa schwach zu machen und Europa schwach zu halten. Und deshalb brauchen wir traurigerweise, ich finde das auch nicht schön, ich würde mir auch wünschen, dass es in Russland jemand anders gibt, aber es gibt halt Putin. Deswegen brauchen wir einfach deutlich, deutlich mehr Geld, um Putin dazu zu bringen, auf Augenhöhe ernsthaft mit uns über Frieden zu verhandeln und nicht ein weiteres Land anzugreifen. Denn wie gesagt, ich will nicht den Krieg gewinnen, sondern ich will dafür sorgen, dass Putin gar nicht stattfindet. Und der wird halt wahrscheinlicher, dieser Krieg, wenn wir Ihren Kurs verfolgen, weil nämlich das eine Einladung ist, an Putin weitere europäische Länder anzugreifen. Also finde ich super krass heftig. Heftige Aussagen hier von dem grünen Politiker Hofreiter. Er will den Krieg nicht gewinnen. Okay, ganz klar. Ein fiktiver Krieg, der noch nicht da ist. Lass mal lieber. Natürlich, kein Mensch will auf diesem Planeten Krieg haben, der normal denkt. Die davon profitieren, sind immer diejenigen, von denen man noch nie was gehört hat oder noch nie gesehen hat. Das sind die Chefs von den ganzen Rüstungskonzernen, die ganzen Manager, die ganzen Lobbyisten und sonst wer alles dahinter steckt natürlich. Ja. Unter anderem vielleicht auch BlackRock, weil je mehr zerbombt ist in der Ukraine, desto mehr Investitionsmöglichkeiten hat BlackRock in der Ukraine wieder. Dementsprechend könnte es auch sein, dass Herr Merz dementsprechend auch Bundeskanzler geworden ist, damit er den Auftrag da nämlich erfüllt. Und wer weiß, vielleicht ist das jetzt alles nur gesponnen. Lass du mir auf jeden Fall mal deine Meinung dazu da. Ich bin sehr gespannt, was abgeht.